Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shake Set Fidget mit mir und Basti, und heute gucken wir uns wieder die Players to Watch an auf Server EU7. Vorher aber mal ganz fix reingesprungen in einen aktuellen Fight auf EU5 oder 66 gegen Tavernenflotte. Tavernenflotte, ja, die Rang 1 Gilde, und hat uns mal wieder angegriffen. Und was hier passiert ist, das ist echt, ja, schon relativ bodenlos. Ja, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, vor allen Dingen, wenn man in der Tavernenflotte gespielt hat. Wir müssen dazu erstmal ein bisschen weiter voranschreiten. Klar sind alle einzelnen Fights wichtig, aber die Spreu vom Weizen trennt sich dann meistens erst wirklich ganz oben. Und das liegt dann natürlich zum Beispiel auch immer an gewissen Matchups. Also erstmal muss man sagen, dass wir in diesem Fight etwas mehr Glück hatten mit dem Pilzkatapult. Ja, aber das hat jetzt nicht so ganz viel ausgemacht. Rossbart Robert hat mir wieder Crits reingehaut, also er hat es probiert, ja, aber hier mich wieder mit 39 und 71 Millionen erst einmal in den Jordan geschickt, aber das wollte ich eigentlich gar nicht zeigen, denn wir haben, glaube ich, hier zwei Sachen wieder erlebt. Ich muss mal gucken, ob das hier der Fall ist. Sirius, also hier genau, Jaces heißt er, übrigens habe ich bei Tuny Stream gehört und nicht Juckis, ich nenne ihn mal Juckis. Ja. Er ist Jaces, ist ja Dämonenhunter und hat hier das Matchup gegen Positiv bekommen. Also er ist ein Dämonenhunter, der einiges ausmachen kann im Midfight, und hat hier ein Matchup gegen Magier bekommen. Das ist sehr unlucky für die Tavernenflotte. Ja, und aber was wirklich mega krass ist. Ja, Kev ist krass. Kev ist immer krass. Der haut immer ein paar Leute weg. Das ist verrückt. Kev ist eine Wand. Ja, muss man sagen. Kev ist MVP in der Regel. Er ist nicht Dämoniker. Aber, was jetzt mal wirklich krass ist, müssen wir uns jetzt mal anschauen. Also das habe ich bisher live bei den Fights noch gar nicht so richtig erlebt. Ja, muss man mal so sagen. Lady Toxic, ja. Wir einfach zugucken. Ja, also Spiele drin, na klar. Hatte jetzt nicht so das Ding. Badplug als Bade kriegt hier einfach mal 2 Revives von Lady Toxic. Und auch The Rock, der berserkt sich hier kaputt. Und Lady Toxic denkt sich einfach, nö, warum denn? Und dann auch noch Lefty. Nimmt auch noch fast Lefty aus dem Spiel. Und zwar so aus dem Spiel, dass David Lefty beim First Hit treffen konnte. Und das Lady Toxic Hero of the Day mit unglaublich vielen Revives, also sie hatte kaum noch AP nach dem letzten Revive. Extrem, muss man sagen, hat natürlich viel ausgemacht. Klar, wir hatten noch ein paar Leute über, aber wiederum haben sich auch, sag ich mal, die Dämonenjäger oben bei der Tavernenflotte haben sich nicht wirklich revived. Maximal, glaube ich, einer von 3 einmal. Und ein Dämonenjäger gleich 7 Mal reviven, der dann auch noch Damage gestackt hat. Also das, ich weiß nicht, ob 6 oder 7 Mal waren. Das ist wirklich krass. Also klar, die Tavernenflotte greift uns wieder an. Man geht jetzt mal davon aus, dass diesmal das Balancing auf deren Seite ist. Ich glaube, die haben auch grundsätzlich eine recht hohe Chance eigentlich gegen uns zu gewinnen, laut Simulation. Von daher, nehmen wir den Win gerne mit. Aber echt, also ich kann nicht vorstellen, dass Lady Toxic nochmal so eine Performance hinlegt beim nächsten Fight. Obwohl es geil wäre. So, und dann schauen wir uns jetzt mal die Players to Watch an. Und da ist ein bisschen was passiert, denn ich habe beim letzten EU7 Stream, also erstmal Leon können wir jetzt wirklich rausnehmen, das hat sich erledigt, haben wir, glaube ich, ein paar Leute aufgenommen. Den Chris, der ja auch streamt, aus dem Gemüsegarten haben wir aufgenommen. Der ist jetzt 177 Dämonenjäger, also auch gut am Pushen. Ich denke, ich weiß nicht, ob er jetzt über dieses Event, also wegen dem Gold-Event, oder noch vorhat, Level zu machen, um noch mehr Gold zu farmen, aber ich sag mal, er ist ja den Weg jetzt mitten drin, wo man zwischen Lichtwelt, Twister und Schattenwelt, also er kann jetzt sicherlich auch schon den ersten Schatten-Dungeon angreifen. Wenn er den Magier besiegt, kann er da auch XP farmen, und dann wird es stetig auch vorangehen, selbst wenn man kein Epic-Event hat, beziehungsweise wenn er im Tower dann auch Angreife macht und Items bekommt,
ist das Ganze ganz geil. Er scheint ja auch schon über 1000 Runen zu haben. Das ist auch praktisch, wenn man über dem Tower dann die ganzen Epics bekommt oder in der Schattenwelt, dass die auch alle wenigstens irgendeine Rune drin haben. Das kann was werden. Ich denke, er kann da bis zum nächsten Mal auch ordentlich aufleveln. Ja, und El Chefe, der war schon in der Liste. Der war 121, ist auf 142, entspannt vorgespielt, hat SA gemacht, 3%, ist bei 71, ist also vollkommen solide als Druide. Ha, geiler Rhyme. Ja, kann man nichts sagen, hat jetzt auch hier ein paar Nicht-Items, also Nicht-Epics meine ich, dabei. Und ja, wird das wahrscheinlich auch entspannt weitergehen. Wenn hier gelevelt wird, je nachdem, was er geplant hat oder wie viel Zeit er hat, denke ich jetzt eher dann zum kommenden Halloween-Event, ja, wo auch wieder Epic-Event am Start ist. Könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir den Luke Skywalker. Luke Skywalker aus unserer Gilde Tactical Bunnies von 78 auf 119 hochgespielt. SA hat er auch gemacht. Und zwar nicht wenig, glaube ich. Moment, wo ist er? Ich suche ihn. Ja, von 45 auf 51%, solide Anstieg, bitte weiter so machen, läuft dann. Und ja, mit Level 119, glaube ich, hat er die ersten Dungeons im 10. oder im 9. Dungeon schon angerissen und hängt jetzt noch an den letzten Magiern, könnte ich mir vorstellen. 4000 Basewert an Geschick ist da gar nicht schlecht. Er hat auch hier schon einen relativ guten Stein drin. Ich vermute, dass er die Magier bald schlagen kann. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen Leben, um das Ganze gerade richtig fett abzureißen. Aber ja, man muss natürlich auch manchmal ein paar Versuche geben. Gerade die Mordmaschine lässt da auf sich warten. Aber gut, er ist immerhin schon 119. Also viele Magier sind es nicht mehr. Also vielleicht hat er auch schon das Spiegelbild bekommen. Da wünsche ich ihm natürlich, dass er da ein gutes Epic hat, oder ich hoffe, er hat da ein gutes Epic bekommen. Das kann auch nochmal was bringen. Also ich denke, beim nächsten Mal werden wir auch sehen, dass er da nochmal ordentlich nach vorne gekommen ist und vielleicht schafft das sogar auf 130 wegen dem Wirbelsturm. Ne? Das wäre natürlich so ein Ding. Da kommen wir dann mal zu Mulatom. Mulatom war 54, ist 73. Mulatom, ne, free to play. Er hat mir aber geschrieben, oh, ich muss ihn angreifen, Kappa. Also so eine Players to Watch ist immer ganz geil. Sehr gut, Dankeschön. Er hatte mir geschrieben, glaube ich, dass er einen Pilzcode bekommen hat und dadurch auch natürlich ein bisschen Pilze einsetzen konnte, weil fand ich super, dass er das geschrieben hat, weil klar, die Optionen haben ja alle und das ist das Gute an den Official Streams, neben den Drops, diese Giveaways. Jeder, der von euch Zeit hat, kann sich in den Streams wirklich einfach die Chance erwerben auf einige Pilze. Und das waren, glaube ich, 250 oder so bei ihm. Also die geben ja wirklich auch keine kleinen Sachen raus. Das ist ziemlich nice und freut mich für jeden, der das da schafft. Ich finde es auch gut, dass er weiterhin bei Superjagd unterwegs ist. Das heißt, da ist auch ein bisschen ein Team, halt auch wahrscheinlich oder hoffentlich zusammen. Hoffentlich sind 50 Leute, die dort einfach auch ein bisschen gemeinsam zocken und wo es ja wahrscheinlich die ein oder anderen Wechsel auch immer mal gibt, aber im Prinzip kann man auch bei unteren Gilden eine gute Gemeinschaft finden und sich wohlfühlen und das ist die Hauptsache. Ja. Dann haben wir Natu, auch bei den Tactical Bunnies. Natu wollte dann auch mitmachen und Natu hat sich extra jetzt sogar auf 219 gelevelt. Debré hat sich gedacht, komm, ich weiß, dass Han Rizzle jetzt hier aufnimmt und ja, hab mich gleich mal auf 219, aber dafür musste ich jetzt deinen Helm ziehen. Ich habe Glück gehabt, dass ich mich zweimal revived habe erst als Assassine und natürlich im PvP recht gut aufgelegt gegen mich. Oh, und wir haben Glück, Hexen-Event, nice. Sehr gut. Ja, aber Natu, hier steht's noch mit 216, ihr seht schwarz auf weiß. Der hat einen Dungeon gemacht. Ja, sehe ich sogar welchen. Der hat den ersten Dungeon im 13. Floor besiegt. Und das ist halt lustig. Denn den habe ich ja auch schon besiegt. Ja. Und das heißt, er ist trotzdem vom Level jetzt dadurch über mir. Ich könnte mir vorstellen, dass er entweder im Twister weiter ist als ich. Oder dass er in der Schattenwelt schon hier den dritten Schlüssel freigeschalten hat. Weil ich denke, wenn ich den bekomme, würde ich auch ein paar Dungeons legen können.
Und ja, also Nato ist auch schon länger bei den Tactical Bunnies. Ich hoffe nicht, dass ich ihn irgendwie gebaitet habe, dadurch, dass ich ein bisschen gepusht habe. Also das heißt, es war ja kein krasser Push, weil es war jetzt kein Event und er hat es trotzdem gezogen. Man sieht aber halt auch, dass er eben schon den Arena-Manager mitnutzt mit Hit-Bonus. Und ich glaube auch mittlerweile, dass er in der Unterwelt ist. Ich glaube, dass er deshalb jetzt auch den Push gemacht hat. Ja, Nato ist auch in der Unterwelt, hat die auf 6. Ja, dann habe ich auf 7 sogar. Müsste mir aber jetzt auch noch bald das Pro-Pack holen. Und dann könnte man das Ganze auf 8 machen. Also das heißt, wir sind ungefähr gleich aufgestellt, weil er halt Arena-Bonus drin hat, den ich nicht habe, weil ja meine Items noch aus einer Zeit stammen, wo ich eben nicht diesen 1000 Runen schon drin hatte. Und ich muss dementsprechend hoffen auf gute Items vom Tower ich sag mal, mit guten Runen. Oh, hier genau sowas. Ja, aber das halt für den, für den Kollegen. Ja, die Waffe ist gut, aber leider nicht mit Fire Damage. Und ja, ich glaube, hier habe ich schon, kann ich nochmal weg, ja, ach, die kann ich nochmal wechseln. Können wir machen. So, zack, genau. Deshalb Natu, ja, GZ auf jeden Fall. Ist er jetzt dann derjenige, der den Endboss killt bei den Raids? Das ist nämlich schon manchmal ganz schön knapp, da muss ich mich schon wieder beleben. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil selbst wenn ich mal verkacke, kann er dann hinten raus das Momentum abholen und die Raid schlagen. Also bisher sah es noch so aus, wir sind jetzt glaube ich bei Raid 19, also ja, ein paar sollten es noch sein, das wäre ganz geil. Das wäre wirklich sehr gut, aber guter Zeitpunkt, Nato, guter Zeitpunkt. So, Nighty haben wir auch am Start, der spielt auch bei Superjag. Gleiche Gilde wie Mulatom. Und ich glaube, Nighty, da habe ich jetzt gar keine großen Infos mehr, leider. Scheint aber auch Free-to-Play unterwegs zu sein. Oder, sage ich mal, mit den Paketen, den kleinen Paketen. Es sieht hier recht stark aus. SA ist stark, die Tränke stark. Er ist natürlich, muss man auch sagen, Battle Mage. Das heißt, ja, Mulatom ist Krieger. Da kann es auch sein, dass man trotzdem ein paar Pilze ausgegeben hat und jetzt halt nicht in den Dungeons, aber dafür vielleicht eben in den Tränken, in den Angriffen, dass man das Glücksrad mitnimmt und solche Geschichten. Wir sehen ja auch, dass er wo von den Steinen sitzt. Gut, Mulatom hat ein deutlich besseres Level. Ich glaube, bei Nighty ist es noch so, dass die Steine, die er kriegt, nicht 150 Verkaufswert haben. Bei Mulatom könnte es schon der Fall sein. Das ist da natürlich auch mal so ein bisschen eine Sache, wo man theoretisch mehr Gold farmen muss, wenn man Steine farmen will. So. Sergio Kurai will auch Steine farmen. Der war 122 zuletzt und ist jetzt 164. Nee, 65, also 165. Ja. Und ja, SA hat er auch 5% gemacht, hat jetzt auch so ein Misch-Equip. Ihm fehlt die Maske hier irgendwo richtig drin, ne? Also die hat er immer dabei. Aber wäre natürlich nice, wenn es das dann auch irgendwo als Design gäbe. Es gibt, glaube ich, so in der Form noch nicht. Als Dämoniker mit 165 ist er relativ in dem ähnlichen Bereich wie der Chris. Und ja, alles, was ich also da zum Chris gesagt habe, zählt im Prinzip für den Sergio auch. Er hat seine Schmiedattribute auf jeden Fall auf die Waffe gelegt. Das ist immer ein bisschen risky. Aber dadurch, dass es keine Epic-Waffe ist, würde die ja wahrscheinlich auch nicht in die Toilette werfen. Also gehen die höchstwahrscheinlich nicht verloren. Er sollte das Ding aber definitiv dismanteln, wenn er es nicht mehr braucht. Also das wäre sonst sehr ärgerlich. Ansonsten kann man das natürlich auch immer ganz gut verwenden bei den Items, Halskette, gerade bei den 5 Attribute, Epics, Halskette, Ring und Extra. Da kann man das immer machen. Da passiert nie was. Egal was man macht, das kann man immer weiternehmen. So, und The Naked Man spielt weiterhin beim Fisting Club von 52. Ist er hochgekommen, zuletzt auf 65. Auch krass. 61,5% SA. Also er hat ja schon immer einen super SA gehabt, aber auch wieder 4% mehr in der letzten Zeit gemacht. Und das ist halt auch so krass, dass der Naked einfach vom Level her ähnlich abschneidet wie, ja, es ist einfach verrückt. Es ist verrückt. Mit den Werten kann man ja nicht mal
äh, Dungeons liegen, ne? Also, klar, ein paar Dungeons schon, aber welche denn bitte? Das sind ja, das ist verrückt. Das ist echt verrückt und die Gilde, die Gilde will ich im Elevator performen sehen. Die will ich im Elevator performen sehen. Schade, dass sie nur 28 Leute sind. Mit 50 Leuten wäre das mal richtig krass. Also das ist für mich eins der Highlights auf diesem Server, muss ich mal sagen. Ja, schön, dass die es weitermachen. Und Xandalf, der, wie immer, schließt unsere Players to Watch erstmal ab. Xandalf ist, wo haben wir ihn? Bei Google P nach wie vor, er war 62 vom Level, ist jetzt auf 86. Das heißt, er hat auch den Heiligen Gral. Er hat trotzdem ohne Heiligen Gral vom SA 46 auf 54%. Er hat also mehr als 1000 Bilder, um den Heiligen Gral auch zu bekommen. Der kann am SA richtig schön pushen, ab 90 kommt dann auch nochmal der Schmied hinzu, der es ein bisschen einfacher macht. Er hat ja hier auch einige Items, die man dann, zum Beispiel das hier, das ist ja auch schon uralt. Also das einen neuen Gürtel und dann den gleichen Stein nehmen, sobald er 90 ist und so. Das kann dann auch nochmal einen kleinen Push bringen in den Dungeons. Den 8. Dungeon müsste er freigeschalten haben. Mit 95 geht's dort weiter. Wiederum, da werden natürlich die letzten Dungeons hinten raus auch ordentlich stark. Aber ich könnte mir schon vorstellen, je nachdem wann ich jetzt, also ich werde sicherlich vor dem Halloween-Event nochmal eine Players to Watch aufnehmen. Xandalf da aber vielleicht auch schon auf Level 100 oder drüber ist. Es ist möglich. Ich würde es ihm gönnen. Und EU7 ist boring. Aber er ist Long-Term Top 100. Also, Brudi, zieh durch, ja. Wenn man das als Ziel hat, dann muss der Server jetzt zu dem Zeitpunkt langweilig sein. Ja, dann wird der Server erst interessant, wenn man dieses Ziel Long-Term auch erreichen kann. Und das Gute ist, EU7 ist jetzt nicht unglaublich stark von den Pilzern her. Das heißt, die Chance, so ein Char auf 100 an die Top 100 Niveau zu spielen, auch Free-to-Play, sie ist da. Sie liegt in weiter Ferne, aber sie ist definitiv da. Und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall auch weiterzuziehen. Das war's dann erstmal von mir mit meinen Players to Watch. Falls jemand von euch das sieht und auch nochmal mitmachen will, 2 Plätze oder so könnt ihr locker noch aufnehmen. Wäre kein Problem. Bewerbt euch gerne einfach per Kommentar. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.